Ich war seit lange nicht mehr online. Mir geht's gut. Wieder live seit urlange. Gerade hier in Rumänien. Ich komme am 28. wieder zurück. Bruder, seit langem nicht mehr live. Was sagst du, Adi? Soll ich ein bisschen Solo Arena? Stabil. Soll ich Solo Arena? Ja, passt. Warte, ich mach. Gleich, ich muss nur diese Dinge kaufen. Ich spare jetzt V-Bucks auf einfach irgendwas. Jetzt nächstes Jahr Schule, Scheiße bauen, bis es geht. Spaß. Jetzt müssen wir aufpassen. 3. Schuljahr. Diese Sommerferien waren so kurz. 16. August. Nur kurze Ferien, Mann. Ich schwör, ich konnte kaum was machen. Was sagst du, Adil? Yay. Să ținem minte micii și ce... Adil, bist noch im Chat? Adil, bist noch im Chat? Oh, ich brauche diese Pump. Pump ist wichtig. Oh, what the... Was war das? Egal, keine Ahnung. Oh, scheiße. Hier, ein Spieler. Warte, schau, ich krieg den. Oh. Ey. Ich glaube, Fortnite jetzt geht so.
Adel, du bist neu im Chat? Bruder, ich hab's mit Genti seit urlange nicht mehr geredet. Nimmt nicht mehr meine Anrufe an. Was ist mit Genti passiert, frage ich mich. Warte, ich komm gleich. Adel, bist du im Chat? Ist wer im Chat? Weil da steht, eine Person ist im Chat, aber da ist keiner. Hallo, ist da jemand? Nein, nicht privat spielen. Ich will mal sehen, was das ist. Pop. So. Moin. Was ist das da? Ich bleibe jetzt sicher nicht mit denen da. Ah, warte. Ich tu kurz mein Handy checken. Lass mal sehen die Nachrichten. Lass mal auf WhatsApp schauen. Liebe, Freiheit, Scheiße. Philosophie für unseren Alltag.
Podcast machen wir Philosophie alltagstauglich. Wir ziehen ja einfach unsere ganz persönlichen Themen des Alltags an und dann lösen Was ist das? Stress, Liebeskummer, Ängsten und Ehekrisen, die ja erstmal gar nicht philosophisch klingen, schon gar nicht, wenn wir mittendrin stecken. Aber das Philosophieren darüber, das bringt neue Blickwinkel. Komm, wir rufen mal Genti. Komm, Genti. Komm, Genti, enttäusch mich nicht. Komm, Genti. Komm, Genti. Genti, nein. Die unseren Alltag leichter machen. Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Komm, Genti. Komm, Genti. Genti, komm. So, ich überlege schon die ganze Zeit, wie kann ich denn diese Folge nennen? 1000 Ideen? Ich sag mal ein paar. Mein Name ist Rena Strauß. Ich bin 46 Jahre alt. Klammer auf, witzig, dass ich jetzt wirklich überlegen musste, Klammer zu. Und ich habe es überlebt. Beziehungsweise ich überlebe es noch. Ich habe... Scheiß Podcast. Lass mal Adil anrufen. Adil. Bruder, ich hab abgenommen. Was ist los? Was soll ich zeigen? Einfach jetzt Dennis. Ich bin ein bisschen dick, aber Dennis dünn kann ich mir nicht vorstellen. Junge, ich als Zahnstocher für meine Größe. Nein. Nein. Und schau, das da hier ist weg. Hier kann man meinen Hals sehen. Ein bisschen aber. Ist weg? Weg. Dennis fette Karriere. Goodbye.
Nein, besser ist besser. Jo, wie heißt das? Irgend so ein Typ von meinem Cousin im Park. Will ich fetzen. Der sagt, ich komme mit Cousin. Ja, ich weiß nicht. Ich gehe mit Niklas und Marwan dort. Da wird gefickt, Mann. Vielleicht, aber er wohnt im 14. Vielleicht kommst du auch nicht. Ich bin so ein Linksmann. Weißt du, was für Scheiße mein Cousin denen erzählt? Ha? Ich bin fetter geworden, ich schwöre. Ach du Scheiße. Ey, Kadire. Was hieß es? Was hieß das? Weißt du, warum der mich... Weißt du, warum ich dieser Kind mich fetzen will? Weil mein Cousin Scheiße erzählt. Er sagt so, ja, mein Cousin, der hat sich mit 10 Tschetschener gefetzt und hat gewonnen. Oder mein Cousin erzählt nur Scheiße. Nein, das ist not okay, wir just Pokémon here. Ah, ich habe vergessen, dir zu sagen, ich gehe Gym. Einfach ich jetzt, wenn ich zurückkomme, Rambo. Aladdin. Mit warte. Hallo? Genti, was geht? Nix bei dir? Ich habe abgenommen, Bruder. Was? Ich habe abgenommen. Einfach Danny ist so dünn, Mann. Ich hatte mein Dings da, ich gehe Gym. Hier in Rumänien gibt's. Ja, natürlich. Willst du die schöne Aussicht sehen? Schau hier in mein Dorf. Ich hatte jede Angst vor mir. Ich wusste dein Dorf ist sowas. Nein, aber mein Haus ist schön, Bruder. Mein Haus ist schön. Ja? Was? Ich habe Adi eingeladen, weil Adi nicht. Ja, Piano. Ja, und Nein. Ey, wollt ihr, dass ich euch Wegs verkaufe von Rumänien? Bra, jetzt schauen wir mal, bei meinem Vater lässt mich nicht. Wir schauen jetzt, ob ich kaufen kann. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann ja. Adi, was hast du da gekauft? Was für Geschmack? Banane. Ich dachte, ich bin bei meinem Cousin bei mir ist, aber der ist gerade bei so einem Freund von ihm gegangen. Schaut, was ich hier in meinem Zimmer habe. Bra, ich höre danach laut Musik, mein Nachbar. Schatz, hab ich gut gekauft. So ein kleines Chihuahua. Chihuahua, Otis wird den ficken. Ich habe jetzt einfach gedacht und ich wollte gerade so Otis sehen.
in der Nacht, ich höre laut Musik, wie es geht. Geht, ich bin wieder live. Ich bin live wieder seit einer Weile. Digga, ich hab ihn eigentlich schon einen Tag And yesterday's team to me, the FaZe and K-Core were inferior, were the others joining up and joining the superstars. It wasn't Asper, it wasn't Yan, it was Carter, it was Kyle. Those type of people, when everybody on Furious was playing well, they looked like a team that actually could win the world championship. That was the best Rocket League I've ever seen them play. Not because it wasn't the Yan show, but because it was a team effort, and that ultimately let them get the W. The #1 offensive player in Yan only scored 1 goal in that series, but you want to talk about offense, we're going to go to Falcons. Falcons, they came out a little shaky. Dignitas was doing well. They were up 2-1, but the most important factor was the game for long overtime, where literally the entire time Falcons were on the offensive side, and Falcons barely scraped by with a win after amazing defense by Dignitas throughout the series, but then after that, it was all Falcons. We've got to credit Dignitas a little bit, though. They are still looking strong, and I'm sure they'll do well in that lower bracket, but Falcons looking like one of the strongest teams in this tournament. Still stuff to work on, though, and I think that's the case for all of these teams who've made it through. They're not quite perfect yet, but they are getting to that stage as they go through this tournament where they're going to be scary to play against. Well, so many teams, so many great matches there that we got to see yesterday. If you've missed it, make sure you're checking the VODs. Go back and watch some excellent Rocket League. Let's take you through the best 3 moments, though, of yesterday. The top 3 goals on the board here. Starting off #1 with Atomic. Just tossed it at me. I don't know how this is the third best player. It's clearly one in my eyes. Look at the Atomic air dribble off the back wall. Missed one of the best defenders in the game, but Costello, you gotta put a hand up. Hand down, man down. You know the rules. Costello missed jump up. Oh, Naps never stopped going forward. That's how much trust and faith he had in Atomic to get the ball on his hood, in pace, in motion. Oh, that's the best midfielder in the game. These first touches we're seeing from top players now, setting them up for success. And of course, often it's the passes that are hit hard that look the best. For those at home who do not understand these kind of angles, or we still don't understand, the players somehow find them off that back wall, guiding it towards the net, redirecting that down. That was beautiful. And 2 top plays out of North America, which is typical here, but this is why Bates does not make the top 3 for these shows, because it would be all NA, but no, we got to go to KV1. Look at this catch, the flip instead. Aerial dribble against FaZe was brilliant. Not a better play at all of yesterday. Incredibly unique first touch, sending it out to the right of him and then going back towards that ball and getting the flip reset 90 degrees to the goal, but still able to turn it into a high shot, taking both players out on the goal line. That was indicative of how those first 2 games of FaZe versus the club were going. They looked fierce, and you know the way that match went is only going to light a stronger fire under them in that lower bracket. So we're not going to see the club play today, but watch out for them on Friday. That is going to be a crazy game to take in on the main broadcast there up in the arena. So, my goodness, those are some crazy plays. Let's talk a little bit more about how things have been going up here. The 4 people you see on the desk are the people that are going to be kind of keeping you company throughout the rest of the broadcast here. And we've been keeping track of predictions. Who's doing the best job? We normally don't do this. There's a reason. It's been a while since we've done this, but it's been kind of fun. So we can show. I think we can reveal how things have gone so far. Of the 8 matches, Gregan, you've only dropped one. What was the one you dropped? Furia K-Corp. I was 50-50 the whole way through. I wasn't sure, but for the rest of them, I'm not quite sure how you could mispredict some of these games. You're picking favorites, I get it, and that's of course smart. That's our job. We predict the game, the result we expect. That's fair. I wasn't on the desk for Dignitas game, and I do their team stream, so I had to rep my boys in that big. That was one of them, and obviously the energy was all wrong on the desk. Yeah, how are you going to explain NRG? Where's the NRG explanation? Old habits die hard. Yes, exactly. All I can tell you there, man. It's like a breakup, man. But wait, Funk, me and you are not last, so I think that's the most important topic here right now. Listen, let me tell y'all something, man. It's a marathon, it's not a sprint. That's all I gotta say. Listen, I wore my heart on my sleeve. I had NRG win SSG. It wasn't a logical pick, but I just went with my gut, okay? And then sometimes maybe Bates. We got ways to go. Gonna be right back to where he belongs. We got a ways to go. Hello, Twitch chat right now. Yeah.
doing okay with me and Wave, but they're no Gregan, obviously. No. But no one is. There's shake-ups in our rankings. We'll be looking at something new. I will say, like, yes, Greg. You predicted the easy ones by the line. I'm excited to see how this goes moving forward because, my goodness, is this getting more difficult as it goes down the line. And speaking of fun things, this one will take a little bit longer. Let's talk about this because we want to make some hot takes on today's broadcast. You've been making your predictions. Let's make a crazy one here. Bates, I'm going to start with you. Chat, make sure you're voting on through 1 through 10 on how you feel about these takes. Rate these takes. They're hot takes, so let us know. Bates, what you got? My hot take? Ooh, Chestnuts like my hot take. So, I mean, I'm really facts. Okay. Want to listen very closely? I'm listening. Furia's not going to make top 8. What? What? After what you? I heard like a gasp from the crowd here. Furia's not going to make top 8. Yeah, that's right, chat. Listen, bring it down. Chat, listen. First off, they got to play G2 later. And I think we all know how that one's going to go. I don't think we all know. I think we all know how that one's going to go. I think we all know how that one's going to go. And then, I know y'all saw that team, Dignitas, yesterday. They played Falcons yesterday, right? And Dignitas, I think we could all say Dignitas, if they didn't play Falcons yesterday, they would have beat any other team that played properly. So all I got to say is Dignitas in that type of form against Furia, I can see it not happening. I'm seeing a 4-2. I literally disagree from your first statement of like, we know G2's going to take down Furia here. Oh, you do? That is a Game 7 match if I've ever seen. Oh, that's a Game 7. We'll see later on today whether they can I get there. agree with you with Dignitas, but I think G2 might be down there. At that What? point. That's just mind-blowing. And that's not even my hot take, all right? Like, That's why it's hot. I like the lower rating. The lower rating, the hotter the take. That's kind of true. That's kind of true there. All right, so 4.4 there. We're going by golf score. You're going at the end right now. Okay, so I'm going to go next on this one. I think only one NA team makes top 8. Oh, wow. One team. You might as well just give him a one. Which Give him a one. Yeah, which team? Version 1. is the only one. Wow. Okay. But why is he getting voted higher than the Twitch chat? Are you mad? Wow. We're early in the show. The Europeans are up. They're voting. I don't think G2 can survive the lower bracket. I do think Furia beats them. I don't think G2 can survive. Version 1, it's either Version 1 beats BDS to go through in the uppers, or they drop to the lowers where they are against SSG or Endpoint. Yeah. So then one NA team probably. So I think SSG Endpoint. I think Version 1 can take on. But no phase. And you think NRG No, I don't loses think to who's NRG losing to? And losing to just about anybody at this point. Okay. Oh, wow. And then FaZe. See the gameplay? Did we watch the same match? They scored 2 goals in 4 games. Who's FaZe playing? FaZe got Falcons, and then they would have to play either Optic or K-Corp. Or K-Corp. Yeah, and Optic is not surviving K-Corp, and K-Corp is his handle. Wow. That is bold. I would say 2 is fair, but 1, that is ridiculous. a hot take. Okay. And you're from North America. You betrayed us. Listen, chat, pay attention. I'm just saying what I think is going to happen, and also it's a hot take. Come on. Just give me one team, not G2. Gibbs? All right, Wayfunk, so I will double down on that. And I had so we didn't know what each other's hot takes were, but I actually had no North American teams in the top 4. I had 0 teams in the top 4. So if you have one in the top 8, what is going on? Then they're losing in the quarterfinals. Like, after watching all these first-round games, these aren't even hot takes, bro. I don't think NA is looking all that hot. Like, G2 looked decent, but they played Optic, so it's like it's I want to come back to the fact that Bates just said that's not a hot take. No, so you're putting, you don't think G2 makes top 4? No, time. It's not a hot take because it's so blasphemous that it doesn't make sense. It doesn't even fall on the scale. The hot scale, it's off the scale. You can't even rate it. No Fury NA versus team top G2, I think 4? Furia could easily win that match, and then they're like basically a top Not a 4 team. single NA Falcons phase, Falcons, come on. And then, like, I don't think any NA upsets in that quarterfinal. You have your top 4. You have your top 4. Like, I would probably say whoever wins here will probably be top 4. So that would be what? It would be Moist, it would be BDS. I have them over V1, and then we got Furia, and then we got Falcons. BDS over no V1 is NA. the most controversial one for me. Honestly, North America is getting a lot of stick on this desk. T-Bates, you're going to have to start talking louder. Trust me. When I got all 13,000 behind me tomorrow, I won't have a problem with that. These 1,000, they're a little Fury behind. So you got the highest number there, Gibbs. Oh, of course, because me and Twitch chat. Which means he's losing in hot take about him, even though that's crazy. That should be a 0. The number's just going to fly up at this point now that you just pandered. No, I think they paused it. So I know it's going. Good job. It's still fluctuating there. All right, so North America.
getting some hate. In shambles. We'll see what happens here. I'm still just trying to get like who's NRG losing to? Like, what do you mean? Like, okay, what about NRG's gameplay gives you any hope that they're surviving the next match? NRG, first off, NRG, I know D-Rect out here's got the numbers. Somehow NRG only shot like 7 times in V1 against the first game. But I swore Gary G shot the ball 20 times that game and dropped the crossbar, a couple posts. Like, he just couldn't shoot. They couldn't shoot that game. But Bates, Captain America, Gary G is the only one who doesn't have a goal yet, like in this World Championship. Okay, and that makes it even better, Gibbs, because the moment he finally figures out how to put the ball in the back of the net, that's when the floodgates open, that's when the General's back on top. I'm not on top of the game, but they'll be on top of making it the top 8. Not always the top 8. Yeah, but they'll be climbing the mountain again. I want to believe you so hard, but I feel like I'm getting gaslit, and I'm not okay with that right now. Like, I have to live in reality here, Bates. We got one hot take left, though. Well, I'm gonna go by a hot take I said back in the 4 major. Oh. So we're gonna take a trip down memory lane. Let's roll the clip. Oh gosh. Oh, he's preparing. Here, Gregan, what you got? All right, so I'm looking quite far ahead right here. I think that we're going to see Sandrock Gaming win the World Championships in this season. What? The World Championships. The World Championships. So we got 3 majors, and then we go to Worlds. Sandrock Gaming are going to win it. And the reason why I think that is because I think they've got everything a winning team needs. They've got the support of amazing organisation and region who are trying to push them, give them everything they need. They've got everything. They literally have everything any team would Everyone need. works together and helps each other out. We've got 3 of the best. So after watching them yesterday, yeah, that's not a bad pick. I'd say they're probably right behind Moist right now as favorites. My hot take: Falcons win Worlds. There you go. It's not that hot of a take at this point. No, but it was hot in the fall, right? I will give you that. Give you the credit for that. If we can bump up that number from last time, there we go. That's crazy though, because you were on there, you were freaking out. I don't know why you're freaking out. Demar's like, and then Stumpy's like, you're reaching out of the EU. Like, no, bro. Falcons, SRG back then. Yeah, arguably top 5 team in the world. Well, we hadn't seen them with Khaled on the stage. That was with Senso as a sub. Only people who dialed them were the people who didn't respect the amount of prowess and mechanical ability that they had. Everybody knew all they had to do was play a 3 tournament on the RCS stage and it would have been wrapped. Done. Not a zilch. And of course, Winter. Oh, they didn't want to Winter. I want to see more of your Stumpy impression. Oh, I can't do the British accent like that. No. That's respectful of you. We only had it in London. Okay, so it looks like Gregan, you're going to win this one. Well done. I mean, past Gregan did all the work for me. This segment's called Hot Takes, not look at how smart Gregan was back in fall. Okay, I'm being told production has a hot take for us. If we can throw that up here real fast. Gibbs' beautiful clap, 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 clap. Look at this. Look at this. That is production. That's a freezing cold take. That is just facts. Production. Whoever's not clapping, you're a fake fan. I see a couple of G2 fans there clap. Let's get it a 10. Let's get a new record on Twitch chat. This is great. You know, there's not many people in the world that can say that 13,000 said you were beautiful at once, but I'm hoping this weekend. I'm one of the few. Yeah, I mean, 1,000 puts you, I think, in the top 1% of this. Yeah, hey, you know, I want higher. Top 0.1. Man, what a day. What a fans. I'm so excited for us to get in there and have the fans in chat. Chat, thanks for hanging out and voting on those hot takes, of course, of this pre-show. We've got 4 matches coming at you today. Some from the Group A, some from Group B. Again, we're doing all upper bracket matches. Nobody going home yet. Everybody going to play in the bowl. We're going to end the day with NA versus EU, V1 versus BDS. Is BDS really back? We're going to find out there. Furia versus G2 will happen a little bit later on. FaZe versus Team Falcons. FRSF to pay respects on that one. And Moist versus Semper. How we are going to start the day here. Seeing Moist back on the main stage. I'm so excited for this. Well, I mean, Moist are the team that everyone's watching and scared of. Ihr dürft das auch im Stream hören. Willst du rumänische Musik hören? Adem. Sorry. Ich muss das machen.
egal hier. Ah, ich diese Werbung. Intersport, the heart of sport. Finish. Jetzt rumänische Lied. Ja. Kennst du Mujahedin? Was? Mujahedin. Was ist das? Bosnische Sänger. Zeig mal, mach mal gar nicht, vielleicht weiß ich. Ai, Alia i Bosanska Ali. Was mit Krikus, ich schwöre. Ich kann Ich weiß nicht, was er singt. Ja. Nein, warte. Ach, scheiß Werbung. Oh Mann. Ich weiß. Nein. Was ist mit dir? Adel, machst du das noch einmal?
Ich breche mein Versprechen und ich tue heute wichsen. Machst du das noch einmal? Scheiße. Egal, bleib dort. Ja, ich kann raus, das ist dir egal. Adel, was hast du gemacht? Ich wichse auch, das ist normal. Du Hurensohn. Deine Haare sind nass. Spaß. Was ist da? Ich bin gut Deutsch. Romania. Halt die Fresse. Sagst du das zu einem Rumänen? Sagst du das zu einem Rumänen, der klaut dich und verkauft deine Organe? Mein Deutsch ist scheiße. Passt, ich schick 6 Rumäner. Kosovo? And then the reason why is because I'm just predicting what I think. Ich esse heute Schweinefleisch. Du isst auch Schweinefleisch, gell? Was? Du isst auch Schweinefleisch, gell? Du bist Muslim oder Moslem? Gar ganz Spaß. Ich muss hier kurz ich hab bekommen, Digga. Okay. Bruder, was ist das? Das ist so Speck, Mann. Okay. Knochen. 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 Knochen, Knochen, Knochen. Bei dir ist Fleisch. Schweinefleisch. Mann. Ich sehe die ganze Zeit so einen Typen auf TikTok, der macht so Mohamdullah. Toma, Pussy. Was machst du? Ich bin in 2 oder 3 Wochen wieder da. Du bist in 30 oder 30 Tagen. Bist du dumm? Du hast mal den Match gemacht. Wie sagt man nicht?
Ich bin am 28. wieder da. Bruder, bei mir ist voll lange. Such dir Hobbys. Schau nicht die Leute vom Fenster an. Alle an den Uni gucken. Der Uni dort. Meine Eier nehmen. Kannst meine Eier legen, Omi. Cintura. Gehen. Was? Geht's? Ich habe mal ein bisschen Musik im Hintergrund. And now all of a sudden he's performing. He's really been a team player for Senfa. He's been a large reason for their performance towards the end of this season. And it's only going to continue here. And the match that determines who makes it through straight to Sunday. Top 8. Extra $70,000. Big flick now off to the backboard. Vatira, heavy clear downfield. And Joyo is there waiting for the reception. Does not find it. And a good interception there from Chaussette. Good to see Cassio challenging early. Making Joyo just worry a little bit about whether that touch comes through. Just has to back off. And if the game does go into a midfield grind, that is where Oh, so ein C und danach K. Schreib AC. Und das erste, das heißt Ojo. Schreib auf AC, das erste. Ojo. Soll ich noch da drücken? Ja. Ja. Mit Zone und Nein, wir hören Rumänische. Bun. Nu mai încerc să Vai tu să asculti muzică.
du? Bist du Putin oder was? Ameningong oder was? Oi, White Peach? Oha. Ameningong. Mein Name ist Onyx. Meiner nicht. Ja, wer bist du, Hurensohn? Onyx, stimmt. Was willst? Ich habe dir Suchos не бомбик gelegt. Gib mir deine Kreditkartennummer. Ich hab keine Kreditkarte. Wenn's dir... Bro, was kennst du denn? Was das? War in Bamening und Nurenson. Bro, blockier ihn. Okay. Okay, gemacht. You bought this for... What's the cruelest prank you've ever seen? In high school, one of the cutest girls in my grade came up to me and told me she had a crush on me and wanted to go out on a date. I was skeptical because no one had ever asked me out before, but I was growing into my body pretty well and definitely more attractive than I was as an early teen, so I just figured puberty was doing some good work for me. We were 16, 17 and had both just got our licenses, so she said she'd meet me at the movie theater and we'd go have dinner after the movie. I told my mom and she got all excited and helped me pick out an outfit and took pictures of me before my first ever date. Cringe AF, but you know how it goes. I went and got a haircut in my car detailed so it'd be rolling fresh, you know. And believe me, I was looking tasty. Fresh shave, hair edged up sharp enough to cut glass. I was dripped out before the phrase even existed. So I show up at the theater a couple minutes early and am waiting for her, and after like 15 minutes I think maybe I'll call her to make sure she didn't like have an emergency come up or something. We didn't have texting back then, so I call her and she answers on speakerphone and like 5 other girls are all laughing at me saying things like ha 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 he actually showed up, so yeah, it was all just a prank to hurt my feelings, jokes on me I guess. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's a will. Who else just had super high-rated fodder but no gold? Und ich dachte, du isst Schweinegelatine. Ach, Papa, du denkst auch, ich trinke bestimmt Alkohol. Alkohol? Und Bruder, wie weit bist du mit deinem Essensgeld? Ich habe 69.000 Euro zurzeit gesammelt. Nicht schlecht, was muss als nächstes essen? Jetzt muss ich Alkohol trinken. Aber ich dachte, du bist Moslem. Ja, ich bin Moslem. Du weißt schon, wenn du das nicht trinkst, dann verlierst du all dein Geld. Ja, dann werde ich all mein Geld verlieren. Aber Alkohol gibt dir am meisten, wie sonst für 1 Million Euro pro Schluck. So viel Geld? Weißt du was? Besorg mir eine Mische. Meinst du das ernst und wie willst du es vor deinem Vater verstecken? Aber mach's unauffällig. Tu das vielleicht, sei kreativ in so einem McDonalds-Becher. Bist du dir auch sicher damit? Ich bin mir sicher. Hier, bitteschön, es gibt kein Zurück. Danke dir. Bruder Ju, mach das bitte nicht. Meine Entscheidung, sie steht. Scheiße, dein Vater ist hinter dir. Und ich dachte, what's the nastiest thing you've ever done? Hey, so my mastering tutorial went... No puedo más con este amor. Me desprecias porque no soy mejor. Ce vrei, mă, băga mea și pula morții tăi cu mătea, dar podobit la dură, ți-a fugit în casă, futus morții tăi când ai văzut prima dată aspiratorul, ei ta furit să mănânce caschet furnicar. Ce vrei, mă, băga mea și pula morții tăi cu mătea, dar podobit la dură, ți-a fugit în casă. Oh my god, look at that! Wow, that looks pretty bad. Is the Chinese guy dead? Wait, we were in this car. I can smell us all in this car. This must be the accident that put us all in the hospital. See if there's a registration in the glove compartment. Peter Griffin. One of us is Peter Griffin. Look at this indent on the steering wheel. It's a perfect match. Oh my god, you're Peter Griffin. Yeah, I am. And you live at 31 Spooner Street. Finally, a real clue. Let's go. Wow, I own a house. I just hope it doesn't have one of those mailboxes that looks like a cow.
I just want to seem cool to these guys, but I really hope I have one of those mailboxes that looks like a cow. Moo, says my mailbox. Warum Chinesen anders sind. Fernseher auf Chinesisch. Großer, breit gebauter chinesischer Bruder. Wassermelone im Bad kühlen. Ein Türke, der nur Reis isst. Ende. Warum Chinesen anders sind. Fernseher auf Chinesisch. Wie kannst du mich dunkel sehen? Ich bin schwach. I'm passing the phone. Was geht? Bei mir geht so. Wie kannst du mich dunkel sehen? Ich bin schwach. Ja. Mach dein Mikrofon lauter. I'm passing the phone. Mach lauter. Nein, Mann, man hört dich gar nicht, Mann. Mach dich laut, Mann. Drück auf Einstellungen, also Optionen. Danach geht dort, wo bei diesem Mikrofon. Danach steht dort Dings da. Das Volumen. Sprachchat. Oder? Nein, nicht Sprachchat. Welches dann? Unter Sprachchat. Ah, da, unter. Nein, Untertitel. Nein, geh nicht auf Optionen. Dort drück einfach Optionen. Danach bist du dort, wo... Du bist dort... Warte, ich rufe dich auf Kamera. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Du siehst dort dieses Mikrofon. Oh, okay. Ah, scheiße. Bamenino. Los. Was? Was? Rede? Ja? Ja. Mach es auf 100. Besser? Besser? Besser. Besser. Geht so. Okay, dann. Mach mal dein Backplane weg und glaube ich ein bisschen. Was spielen wir? Das war's, wir spielen. Duo Arena. Okay, aber ich muss die eins sagen. Spaß, wir spielen Duo. Aua, da helfe ich dir nicht. Ich wohne hier. How many V-Bucks do you have? 990. Nein. Kauf mir sofort eine Skinne. Halt die Fresse, nein. Halt du Spaß. You kauf... Wait, I look for... Du Hurensohn, fragen du mich noch einmal, I clash in dich. Oh, ich hab geschimpft. Bra. Da? Denn ich weiß, Ah ja. Du kaufst mir diesen Jonathan, der Gestrandete. Soll ich mir kaufen? Nein, will ich nicht. Nein. Ich hab unabsichtlich gekauft, scheiße. Nein. Spaß, nein. Mach breit, Mann. Dieser Skin ist scheiße. Was für 0 Born, Digga? Mach mal mitbauen. Bist du Noob oder was? Ich hab nicht gesehen. Du hast nicht gesehen. Aha. wenn ich auf zuletzt gespielt schaue. Du Hurensohn, ich nichts dir kaufen. Ich heiße Pablo. Warte, ich möchte nicht sagen.
Jetzt schickst du mir was über Kosovo. Listening to probably death metal or hard rock. Hast du verstanden? Nein. Er meinte so, ich bin fast Muslim, obwohl ich bin schon Muslim, aber ich wurde unten geschnitten. Ihr wisst schon was. Ich bin live, Genti. Was geht? Ollum. Und ich schenke dir trotzdem nichts. Wenn du mir sagst, welches das beste Land auf der ganzen Welt ist. Romania. Ich war auf Albanisch noch da. Was habe ich gemacht? Anstatt dass ich noch tanze, ich bin ausgegangen. Dennis. Hallo. Ich bei dir. Hast du Staubsauger? Hallo. Ich war auf albanische Hochzeit, okay? Mhm. Anstatt ich bin Auto gegangen, ich hab gepennt. Mhm. Alle fragen sich, wo bist du? Ich war auch auf rumänischer Hochzeit, rate mal, wie das war. Rate mal, wie viel Geld ich gemacht habe. 10 Euro. Mehr. Hä, warum machst du Geld? Du warst doch nicht verbraucht oder so. Ich bin draufgegliedert. Die Leute neben haben mir Geld gegeben. Komm, wir gehen schmackhaft hin. Ich mal sagen. Rate mal, wie viel Geld ich bekommen habe. 100? Mehr. 200? Mehr. 300? Mehr. 400? Mehr. 500? Mehr. 600? Mehr. 700? Mehr. 800? Mehr. 1000? Mehr. 2000? Mehr. 3000? Mehr? Okay, du übertreibst jetzt, weil so viel kann ein man bisschen mehr. 3500. Genau. Und 3500. Und 50. Rumänisches Geld. Nein. Euro. Ja, ich will auch mal rumänische. Hallo. Nächstes Mal lad mich ein. Wenn Tabita heiratet. Komm, ist auch geil. Halt die Fresse, du Hurensohn. Ich bin Cousin aus 4. Grades. Ich tue Tabita zwangsverheiraten mit irgendeiner einen aus Dubai. Ich gebe 10.000, sie gibt sich 10.000 Kilo Schminke und danach Eide. Oh, scheiße. Ich bin tot. Ich bin tot. Ah. I'm Dennis. 8 Green Life and 50 Blue Life. Wo hast du wieder gekämpft? Digga, ich bin von da oben runtergesprungen. Ich dachte, ich überlebe das. Wow. Statt dass Genti angeschossen wird, der stirbt fast vom vollen Damage. Ey, das ist meine Waffe. Ja, okay, dann das ist meine Kiste. Genti, ich bin live. Oh, Entschuldigung. Warte. Ey, wie viele Zuschauer sind gerade? 0. Also. YouTube. Schaut von jeder Ecke. Und Genti, wenn wir schimpfen, YouTube gönnt keine Klicks. Warum? Das bedeutet, du machst gar keine Klicks. Dann YouTube. Ja. Keiner kann mich klicken. Keiner. Ich bin so gut gekannt. Junge, was fliegst du unten, Mann? Hä,
was für unten? Nein, ich hab die von hinten. Der Namensschild. Wir gehen in Coney. Ja, morgen in FIFA großes Event. Was? Morgen in FIFA Summer Swaps Token 2 kommt. Was? Ich habe 7 Tokens gesammelt. 7? Ja. Wie viel hast du? Ich hab 11 Sticks. Aber das da, nur wegen, weil ich mit meinem Cousin Cousin. Ja, weil du mit Cousin, ich habe alles alleine gemacht, weil mein Cousin paralysiert ist, Mann. Der Typ kann gar nichts, Mann. Ich spiele mit dem, weißt du, was der mir mit Game anfängt zu sagen? Ich war gestern draußen und meine Freunde haben über mich lustig gemacht, weil ich denen ein Foto von mir von Snap geschickt habe. Was juckt mich das? Mein Team hat 93er Bewertung. Ich habe scheiß, wie heißt das? Heute 97er Son gezogen. Dennis, willst du fliegen? Komm mit. I wanna go. Steig in dieses Auto ein. Steig in dieses Auto ein. Okay. Fahr dorthin. Opa. Malawi. Kosovo. Achtung. Du machst nicht meine Bombe. Ey, komm her. Siehst du, wie weit nach hinten? Komm, steck ein. Steck ein, Cousin. Olum. Tot. Major Jette. Falsche Seite, Olum. Was ein Heche. So ist weniger. Kriegst du weiter? Ich bin von hier. Wie viel Meter sind das? Fast 600 Meter. Bin ich hier alleine. Ich werde angegriffen. Die Kanaken greifen uns an. Die Kanaken? Kanaks. Renn, Genti. Dennis, fahr auch mit deinem Auto bis hierher. Ich habe ein Lambo. Okay, du fliegst sogar weiter, glaube ich. Nein, diese Baute nicht. Was noch ist Keine Ahnung. Mein Mikrofon ist kaputt. Ich muss wieder bei Kick gehen und diese Frau wieder 10 Euro geben, damit sie mir ein gratis Headset gibt. Pack jetzt so eine Shockwave-Granate. Ich hab keine mehr. Warum hast du nicht früher gesagt, Gollum? Gollum, die Brandtank ist wieder da. Rumänischer Fahrer, be like. Olum, tut's morzi. Scheiß drauf. Fight. Fighten. Olum, wo seid ihr? Nein, Genti, wir müssen tanken. Ja, meine Bouncer kaputt gemacht. Nein, die sind von der... Genti, diese Bouncer gehen mit Zeit kaputt. Genti, ich bin rumänischer Fahrer. Ich bin dein Albaner. Genti. Gehst du im anderen Sitz oder ich vergewaltige dich? Okay, Tank ist noch nicht voll. Passt. Nein, Spaß. Du Hurensohn. Ich konnte es nicht schaffen, das ist... Warum jetzt! Diese... Ah, ist ein Gegner da. Das hört sich an wie albanische Motorsäge. Olum, ich zeig dir, wie das geht, wie man Gegner kommt. So. Ich verfolge diesen Hurensohn. Das so. Ey, ich bin mit Auto gedriftet.
Genti, komm hinter mir. Bruder, Da ich ist hab jemand. keine Pampa. Hallo. Hallo, ich gehe genau unter ihm. Genau. Hallo, er ist One-Shot. Ja. Ich hab den getroffen. Mit Säge. Allah Akbar. Pumpgun. Allah. Du kleiner. Erst. Ich brauch ne Pumpgun. Gegner. Ja, hallo, den hier. Der Typ sammelt noch Loot ein. Hallo, er war fast fertig. Du hast Cannabis. Ja, lass mal Motorsäge und geh. Ja, falte doch. Oh, geh mal weg von mir. Fertig, Gent, ich kann dich nicht retten. Oh doch, nein. Ja, vielleicht. Olom, du kannst noch schaffen, wo bist du? Nein, Genti, sehr leise. Ich könnte auch riften. Nein, du kannst nicht riften. Ich tue erstmal heilen. Im Zelt. Ich nichts mehr mit dir, Freunde. Genti, Leck mich. wir gewinnen erstmal die Runde und danach ich hol deine Karte. Leck mich. Like Orospu. Erstmal gewinnen, dann gehst du in Zone, holst dich hoch und dann was? Ja. Diese Musik von Radio ist copyrighted. Siehst du, deshalb habe ich dieses Video. Brüder, halten zusammen. Nimm diese. Ey, du kleines Suchgeld. Nimm diese goldene Waffe für mich mit. Nimm mit. Die da? Nimm mit. Ja. Olum, los. Los, Olum, du stirbst. Nein, genau das Gegenteil. Und ich habe noch eins. Ich gehe dort rein. Du holst dich einfach nicht hoch. Jetzt, ich hol dich sogar noch in der Zone. Ich kann. Scheiße. Noch ein. Jetzt, ich riskiere gerade mein Leben. Schau, wo ich hingehe. Du holst mich in der Zone. Genti, da wurde schon jemand rebootet. Willst du, dass ich halbe Stunde warte? Da ist auch Spieler. Oh, Ruspo. Egal, versteck dich. Ach, bau nicht du. Olum, versteck dich. Yalla, der geht hier. Er ist weg, yalla, Nein, ich kann nicht. Digga, bist du ein Weißer oder ein Baby? Komm, sterbe ich, dann sterbe ich. Dann sterben wir zusammen. Da. Strânge tot acolo și în afară. Ce? Strânge tot computer și hai de afară. Stai, dacă mă joc. Hai, lasă-l dracu ce joc, să nu vii să-l scos să-l. Aruncă, mamă, hai, dacă ești rămâni eu să joc, hai, da. Stai, dacă vin imediat. Hai, da, imediat, dai. Hai, ceau. Rapid.
Jens, ich muss auf. Nein, meine Mutter hat ihm gesagt, dass ich ausmachen soll. Ciao.